Moment. Wie gut ist denn der? Ah, der ist der abgenutzte. Charlottes. Stufe 5. Ich habe auch Stufe 5 und ich habe 44 Schock. Weil wir haben den ja schon gut aufgewertet, ne? Ist leider nicht besser wie unserer. Leichter, aber sie hätte... okay. Ja, ja. Warte mal. Siehst du, wir hatten ja noch... Das hatte ich jetzt erst. Wie viel macht denn der? 140? Ja, unseres ist trotzdem besser. Aber mal gucken, wenn wir wieder einen Unterschlupf haben, inwieweit wir da vielleicht was aufwerten können. So, das konnte ich ja noch nicht, weil ich in den Bereich noch nicht reinkomme. Der ist... Bleibt eigentlich bloß noch das. Aber wird mir das angezeigt, wo ich das finde? Ich glaube, da hatte ich schon mal nachgeguckt, oder? Also muss ich es zufällig finden. Kann auch sein, dass ich das schon verkackt habe. Weil es ist ja eigentlich bloß noch eins. Ketzerei des reinen Blutes. Ich finde schon krass, dass wir den Rest gefunden haben. Aber vielleicht, wenn wir mit der Hauptstory weiter fortfahren. Weil, wie gesagt, hier muss ich ja auch mit der Hauptstory, denke ich mal, fortfahren, damit wir in das Gebiet hier reinkommen. Weil hier ist halt immer noch zu. Und hier machen wir noch Dr. Schwonschi. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich werde mal hier Lord Grey Bericht erstatten, wa? Yay. Was machten Sie hier? Was ist das hier, Lord Grey? Nee, ach so, das war der Butler. Okay, sie zeichnet. Warte mal. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reid. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. We'll talk later, Jonathan. Okay, ist ja in Ordnung. Aber, ey, weißt du, sie quatscht so, als ob wir schon zusammen irgendwie oder geheiratet hätten oder so. Ich meine, Interesse ist ja von beiden da, das ist ja vollkommen okay. Aber irgendwie habe ich was nicht mitgekriegt. Okay, Arms, kann ich mit ihm auch quatschen? Good evening, Dr. Reid. Ja, okay, gut, dann anscheinend nicht so. Ja, ja, wo ist denn hier Lord. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reid. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening.
How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reid. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Understandably, you have questions. Very well, proceed. Goodbye, Lord Redgrave. Okay, gut, ich dachte, weil ich habe ja noch nicht final bestätigt, deswegen dachte ich, ich müsste das jetzt nur noch mal machen, aber na gut. Irgendwie habe ich aber das, ehrlich gesagt, das Gefühl, also, ja, ich glaube wirklich eine Möglichkeit. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me.
Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Ach ja, sie war doch nicht... Also, ja, umsonst war sie ja so oder so nicht da, aber... Es ist sehr interessant zu wissen, dass anscheinend der gute Lord Grey... ich weiß nicht, so wie es sich anhört, er kann uns nicht wirklich viel anhaben. Ja? Wenn er niederen Blutes ist oder schwächeren Blutes ist wie wir, das hört sich so an. Deswegen, ich denke mal, wir werden den Typ, zu dem uns da jetzt geschickt hat, hier, wie heißt er? Alter, It natürlich. looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Ja. Weil dann hat er jemanden, ich sag mal so, mit gefühlt unendlicher Unterstützung. Ach, jetzt können wir da auch rein. Hihi. Obwohl ich noch ein bisschen Bedenken habe. Weil... Obwohl, ja, wir müssen aber... Pass auf. Eine Sache will ich mal machen. War ich da schon? Okay, mag kein Händler weiter. Ich will mal eine Sache noch gucken. Also, ich werde den nicht umbringen, ne? Also, doch, ich werde den umbringen, aber ich... Machen wir mal verfolgen. Ist irgendwas auf der Karte? Nee, es ist bloß hier der Kopf. Och nee, Controller, bitte. Weil irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass wir sehr Richtung Ende jetzt gerade schon gehen. Was eigentlich ja an sich auch okay wäre, weil lange gespielt haben wir es ja. Und so viel so an Nebenzeug und so kann ich ja eh nicht mehr machen. Deswegen wäre, glaube ich, ganz schick. Oh, die sind uns mal zu? Lol. Wäre eigentlich ganz schick, wenn wir das soweit hätten. Und ich war ja vorhin schon ein bisschen doch sehr verwundert von wegen, dass die schon Kapitel... Weil jedes Mal, wenn ich das lade, dann steht da irgendwas bloß mit Akt. Und da stand da irgendwas mit Akt 2. Warte mal, wie? Natriumhypochlorid. Wo ich den Mist herkriege, wisst ihr immer noch nicht. Es sollte eigentlich kaufen sein, oder? Ja. Natriumhypochlorid hat sie aber nicht, ne? Mixtur, Glasfiole. Wisst ihr was, ich kaufe den Scheiß einfach mal. Vielleicht können wir das ja zerlegen und wir haben dadurch das Natriumhypochlorid. Okay, sonst haben wir nichts weiter. Und das andere war ja bloß, der andere Händler hier war ja bloß Waffe gewesen, ne? Machen wir weg hier. So. Wo ist es? Aber dann kann ich mir auch endlich mal sicher sein, dass ich da auch schon war und das alles abgefrühstückt habe. Okay, dir geht's gut. Weil das kann doch nicht sein, dass ich das nicht, also, der hätte bloß Waffenteile gehabt, ne? Okay, der hat aber viel. Aber wir brauchen ja irgendwas von... Gewöhnlich braucht man, glaube ich, gar nicht. Gut, ne? Ja, gut. Ich meine, wir haben so viel Kohle. Opium, Aluminiumteil. Braucht man, glaube ich, auch für irgendwas. Natrium. Er hat kein Natrium. Aber interessant, dass er... Okay, er hat ja Haufen Zeug zum Handeln, ne? Haben wir einen Drink? Was ist das da? Weißer... Hä, wo habe ich einen weißen Phosphor hier? Füller. Oder kann in... Okay, ich verkaufe den mal nicht. Wir haben ja genug Kohle. Komme ich hier rüber auch? Nicht, dass ich jetzt hier wieder... ja doch, eigentlich nur geradeaus.
Hallo? Damit wir mit unserem Dr. Schwonschi noch mal reden, dann mal pennen, mal gucken, ob noch jemand gestorben ist. Und dann kommen wir ja, also glaube ich, so langsam in den Endbereich. Weil wir haben ja schon eigentlich das rausgefunden, was wir rausfinden wollten. Also wo der Ursprung der Dings ist, ne? Klar, ich habe jetzt noch nicht konnte jetzt noch nicht alle so weit teilen oder so. Mich wundert es aber halt, aua, dass wir in dem, Alter, verpisst euch, dass wir in dem anderen Stadtbezirk noch kein Dienst weiter hatten. Also noch keine Leute weiter hatten. Weil wenn ich jetzt mal gucke, es fehlt halt immer noch ein Haufen. Und der eine ist tot, das ist meine Schuld, weil ich keine Ausdauer hatte, kann man das so sagen? Keine Muße hatte. Ich habe das halt wirklich immer noch nicht im Dings, ne? Obwohl, wir können ja mal gucken, was hat denn hier gefehlt? Ah, hier siehst du, hier waren die guten Teile. Ja doch, komm. Benutze ich mit am häufigsten. So, Schaden um 10% erhöhen. Jo. Ah! Natriumhydroxid? Okay, doch, könnte ich machen. Zumindest noch mehr Schaden. Hallo? Ich habe eine gute Pumpgun. 0 von... Hä, bist du doof? Oder kann ich die nicht aufwerten? Ich habe eine hervorragende Pumpgun. Ach, mir fehlt hier noch ein... Okay, Schiete. Aber wir können ja mal gucken. Toll. Kriegen wir bloß ein Dings raus. Aluminiumteile, Federschraube, Schmiermittel. Ja, gut. Ja, komm. Obwohl, ich könnte ja mal, wenn wir das Gespräch gemacht hatten... Könnte ich mal... Ah, ich glaube, bei dem kann ich keine guten Dings holen. Ja. Keine guten Werkstoffe, halt. Toll. Kann der mir nicht... Wo kriege ich Natriumhypochlorid her? Kann doch nicht sein. So, Dr. Schwonschi, kurze Fragestunde, ich bin dann gleich auch wieder weg. Der Pfeiler hat er sich versteckt. Größer. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except perhaps... It reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them Icors. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then. Yes, and no.
She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Zu den Docks. Womöglich sollte man da vielleicht noch mal hin. Ich will aber trotzdem mal bei unserem Heini gucken. Vielleicht hat er ja doch gute Sachen für uns. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der hier vorne draußen war oder nicht. Jo, da ist er ja schon. Sehr schön. Warte mal ganz kurz. Good evening. Good evening. Jo, good evening. I'd like... Wise choice. Na, einen hat er. Warum hast du nur einen? Mehlpulver, Schmiermittel, Schraube. Okay, ich meine, unser macht mehr Wumms, ne? So ist nicht. Aber im Endeffekt muss halt noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Obwohl die Kohle jetzt doch eigentlich recht rasch wieder weg war, ne? Ich will aber trotzdem mal gucken, vielleicht können wir ja... Können wir die Menge an Dings nochmal aufwerten? An Schuss, die wir mitnehmen können? Gerade von der Schrot. Und ich wollte ja mal gucken, wegen Serum herstellen. Okay, hier habe ich noch 2. Hier könnten wir auch auf Stufe 3, wenn wir das Rezept finden würden. Was brauche ich dafür? Habe ich da? Ja, gut. Was machte das nochmal? Ausdauer? Ja, weiß ich nicht. So. Und dann mal schauen. Ich meine, Gesundheit habe ich ja voll. Warum auch immer das so teuer sein muss. Ich glaube, dafür muss ich halt wirklich auszuzeln. Aber warum geht da Heilung runter? Hier geht Heilung hoch. Okay, ich mache das. Damit wir das so haben. So. Warte, hier hatte ich... Doch, ich wollte gerade sagen, hatte ich doch schon. Ich wollte halt gar nicht... Hier bei Wissenschaft. Aber das ist auch bloß Medizintasche. Vielleicht, wenn ich die dann doch benutze... 10% Kugeln? Die Anzahl der Kugeln, ja. Das wenigstens nochmal 2-mal mache. Und damit hat sich schon. Toll. Gut. Es ist halt für unsere große Wumme wichtig, die macht halt ordentlich Schaden. Hä? Ich meine, hier ist sowieso nichts. Gereinigt. Gereinigt. Stabil. Ja, die sind alle gesund, aber weil sie halt, denke ich mal, fehlt. Geht auch nicht so viel mehr hoch, ne? Na, wir kennen halt zu wenig Leute. Das ist halt die Kacke. Und gereinigt werde ich es wahrscheinlich, denke ich mal, nicht kriegen, weil er halt fehlt. Hier ist Dawson. Ja gut, den werde ich ja eh bloß töten können. Also es wird bloß bei stabil bleiben. Dementsprechend, dass ich diese eine Dings nicht finde, ist... Done. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Strickland's project could be dangerous.
I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Hä? Hatte ich das? Hä? Hatte ich das jetzt? Hä? Warte mal. Ich sag mir nicht, ich war die ganze Zeit am falschen Tisch. Entscheide, was du bezüglich Forden Stücken unternehmen willst. Was? Bring es mir jetzt zu Forden. Bei Dr. Ackroyd. Ich bring ihm das einfach. Hier ist der. Oh, lol. Und ich bin immer davon aus, also hatte ich schon die ganze Zeit. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich das irgendwie zusammentüdeln muss. Oder finden muss, kaufen muss, keine Ahnung, wahrscheinlich, also deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gefunden. So, wie hieß der? Ne, das Ranjit. Das Felmer, das Thomas, okay. Wo sind denn die jetzt schon wieder alle hier? Hier war doch noch so ein großer Gang mit ein paar Zimmern. Hat der nicht hier mal rumgepimmelt? Harvey? Ja, kriegst deinen Scheiß. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reid. Can I be... I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reid. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Goodbye, Dr. Strickland.